der Axt hacken hören, mitten im Wald. Wir haben gedacht, wir sneaken uns da mal ran. Mal gucken, wer es ist. Let's go. Oh, da steigt Rauch auf. Gucken wir mal, da sind welche. Entschuldigung, ist hier das Bushcraft-Treffen? Ist hier das Bushcraft-Treffen? Ja? Wir kommen ohne Anmeldung. Ja? Moin. Was macht ihr denn hier? Ich halte mal gerade die Kamera drauf. Moin, ich bin Daniel. Moin. Moin. Was macht ihr? Spazieren? Oder? Bisschen spazieren, wollten uns auch was zu essen machen. Okay. Ein bisschen filmen, mal ein bisschen mit YouTube-Videos angefangen. Aha. So Tutorials oder was? Aber eher so Reisen, hier sind die Jungs. Und ein bisschen Bushcraft, ein bisschen Outdoor. Geil. Also seid ihr schon ein bisschen erfahren. Das ist hier ein Riesending, so eine Art Nummer. Was testen, was kochen. Was habt ihr dabei zum Essen? Wir haben Gemüse und sowas für Eintopf. Fabian hat nur Eier und so. Ja, läuft bei euch auf jeden Fall. Das ist ein bisschen schwierig, hier Holz zu finden. Ja, ist vor allem alles nass. Schluck. Nee, alles gut. Was gibt's da? Salbei. Salbei. Lass dir schmecken, ne? Salbei? Das war doch die Zitronenmünze, stimmt. Ja. So, wir haben uns jetzt auch nochmal mit den Jungs hier unterhalten. Das sind korrekte Typen, machen auch jetzt schon seit einem Jahr ungefähr hier das Hobby. Und ja, wir werden jetzt weiterziehen. Wünschen euch noch was. So, hier. Direkt. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ne? Ciao. Tschüss. Ciao. Gut. Hau rein. Appetit nochmal. Viel Spaß. Kein Ding. Ciao. Ciao. Viel Spaß noch, ne? Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. So, und wir suchen uns jetzt nochmal einen Platz, wo wir die Tarps aufschlagen können. So Leute, wir schleichen uns hier nochmal ein bisschen in den Wald rein. Wir sind eigentlich mitten im Geäst. Warten nur auf das nächste Wildschwein, was so uns in die Quere kommt. Wir suchen jetzt eine gute Baumgruppe, dass wir da die Tarps gegenüber abspannen können. Oh fuck. Hier vorne ist es recht flach. Vielleicht bleiben wir sogar hier. Vogel, oder? Das ist glaube ich ein Specht, diesmal sind glaube ich keine Bushcrafter. Folgender Plan. Der Baum, zu dem Baum eine Ridgeline, dann das Tarp darüber. Hier unten habe ich schon mal den Boden ein bisschen freigeräumt, da kommt dann die Bushbox hin. Und da vorne werde ich dann die BW Faltmatte hinpacken. Und dann gibt es erstmal was zu essen. Wir haben richtig was dabei. Ihr seht es gleich. Erstmal aufbauen.
muss hier mir ein bisschen behelfen und verlängern. Ich habe das Tarp jetzt so eine Art Karo aufgespannt. Also hier vorne ist eine Spitze und unten ist eine Spitze und es geht dann einmal da so über die Ridgeline drüber. Fabians Setup funktioniert ja nicht so wie er dachte. Deswegen macht er sich jetzt auch hier vorne das Tarp hin und dann wahrscheinlich auch, wird das ein A-Frame oder? Ja. Als A-Frame abgespannt. Jetzt erstmal die Bushbox aufbauen. Da steht ja die gute Box. Die ist zum Falten. In Deutschland ziemlich bekannt. Ich glaube, ich muss nicht viel zu der Bushbox sagen. Ich werde auf jeden Fall die gleich mal versuchen anzufeuern. Während Fabian sein Tarp-Setup verworfen hat, weil sein selbstgemachtes Tarp ist so extrem dünn und halt auch ultra light. Und hier auf dem Boden sind sehr viele Dornen, jetzt hat er sich schon ein paar Löcher reingemacht, deswegen wird das heute für ihn nichts mit dem Tarp. Aber dafür macht er sich gleich den Holzvergaser an. Zum Anfeuern verwende ich trockenes Holz noch von zu Hause. Das haben wir uns heute beide mal mitgenommen, weil es alles sehr nass hier ist und wir wussten nicht, ob wir überhaupt was finden. Zum Anmachen wird es auf jeden Fall hilfreich sein. Dann habe ich ja eben noch die Birkenrinde gesammelt und Kienspan. Damit versuche ich das Ganze jetzt gleich mal anzumachen. So, der zieht echt gut. Ich hoffe mal, dass mir das weniger Holz hier reichen wird. Erstmal, um genug Hitze zu erzeugen, damit ich mir was zu essen machen kann. Ich glaube lieber doch von oben. Das ist das erste Mal, dass ich die austeste, die Bushbox. Brennt aber ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Ist alles sehr feucht gewesen. Das wird hier ein Gemüseeintopf. 2 Eier habe ich auch noch dabei. Machen wir vielleicht in Fabians Pfanne gleich. Fabian ist auch schon
Fabian ist auch schon zugange hier vorne. Alles voll. Was hast du, Fabian? Ich habe jetzt gerade Pilze, Zwiebeln, habe da Kartoffeln noch reingeschält. Da kommt jetzt gleich noch, wenn es soweit ist, kommen eventuell hinterher noch Eier rein. Mhm. Wenn das aber auch alles noch Platz findet irgendwann. Und ich habe hier so ein bisschen Sojahack dabei. Auf jeden Fall ordentlich was vorgenommen. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um mein Feuer. Darüber, dass die Buschbox ziemlich viel Holz fressen soll. Mhm. XL. Also es ist nicht so sparsam ist. Ich das jetzt schon machen, das ist schwer. Oder ein bisschen schneller schneiden sonst. Ne? Mhm. Gemüsebrühe drüber. Ah, ein bisschen noch. Und dann kommt das ganze Ding mal gleich da drauf. Wie lange das brauchen wird. Viel Holz habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Ja, das ist hier so unser Kochsetup gerade. Dann brennt die Buschbox mit dem Eintopf. Und hier hinten mein Pfannengericht. Na, ruhig näher ran, Mann. Fabian hat sich richtig Mühe gegeben. Das ist ein bisschen links aus dem Ärmel geschüttelt. So, und? Ich glaube, ist langsam gut, oder? Jetzt direkt nochmal die Wärme. Na, schade, das geht so nicht. Dann machen wir so. Und ich mache mir Tee. Puh. Mal probieren. Bisschen heiß, aber ist durch. Nice. Gut Hunger. Mahlzeit, Leute.
ob es nötig ist, aber ich nehme noch mal ein bisschen. Öl drauf. Wie weiß es heißt? Oh, ein bisschen verkrüppelt aus dieser Entfernung hier. Und ich krieg wieder die ganze Rauch in die Augen. Trotzdem tut's. Packt schon fest. Dann wird's halt Spiegelrührei. Close-up. So, ja, das. So Leute, ich hoffe euch hat das Video heute gefallen. War nur ein kurzer Tagesausflug, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Wir haben neue Leute kennengelernt. Und ja, die Bushbox hat mir ganz gut gefallen. Muss ich auf jeden Fall noch mal öfter testen. Und ja, wir müssen jetzt noch 30 Minuten laufen. Dann sind wir beim Auto und dann geht's nach Hause. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.